Willkommen zurück, ihr neugierigen Nasen, Naturfreunde und Blütenstalker. Heute nehme ich euch mit auf einen ganz besonderen Spaziergang. Ich bin immer noch auf Kreta im Icarus Beach Hotel. Und ja, das klingt nicht nur nach antiker Tragödie, sondern sieht auch verdammt gut aus. Aber was die meisten Gäste hier übersehen, während sie sich an der Poolbar einen Mythos nach dem anderen genehmigen: Diese Hotelanlage ist ein verstecktes Paradies für Pflanzenliebhaber. Überall duftet, blüht, raschelt, stachelt, rankt oder glänzt etwas. Es ist ein bisschen wie ein botanischer Escape Room, nur ohne Zeitlimit und mit Sonnencreme. Ich habe mich auf den Weg gemacht durch die kleinen verschlungenen Pfade, vorbei an Oliven, Kaktus und Co. und dabei echte Schätze entdeckt. Einige davon möchte ich euch heute zeigen. Also Leute, was aussieht wie die freundliche Balkonpflanze von Oma Inge, ist in Wahrheit ein kleines medizinisches Wunder. Dieses pinke Blümchen heißt Catharanthus roseus, auch bekannt als Madagaskar Immergrün. Hier auf Kreta chillt sie ganz lässig an der Mauer, aber im Labor kämpft sie gegen Krebs. Kein Scherz. Aus ihren Blättern werden nämlich Vinplastin und Vincristin gewonnen. Zwei knallharte Wirkstoffe aus der Chemotherapie. Und während sie Leben rettet, sieht sie aus wie eine Barbie unter den Heilpflanzen. Aber Vorsicht, giftig ist sie trotzdem. Also nicht zum Naschen. Fazit: tropisch, toxisch, therapeutisch. Die hat alles, was eine Greenhorn-Lieblingspflanze braucht. Also Freunde, und diese Pflanze hier sieht aus wie Urlaub in Blütenform. Aber der Hibiskus ist nicht nur schön, sondern ein echter Alleskönner. In der Tasse macht er sich als Tee beliebt. Hibiskus-Blütentee ist sauer, rot und voller Antioxidantien. Gut fürs Herz, gut für die Figur, naja, wenn man den Zucker weglässt. Aber der hier kann noch mehr. In Afrika wird aus ihm Hustensaft gemacht. In der Karibik färbt er T-Shirts und in Mexiko kennt man ihn als Agua de Jamaica. Und bei uns wird er meistens gegossen, bestaunt und dann vergessen. Dabei verdient er Applaus für Schönheit und Wirkung. Fazit: eine Diva mit Tiefgang. Und wer sagt, Schönheit kommt nur von innen, hat noch nie einen Hibiskus gesehen. Also Freunde, wenn Schönheit tödlich wäre, dann würde der Oleander ganz oben auf der Verhandlungsliste stehen. Diese Pflanze hier, in weiß, pink oder auch knallrot, ist ein echter Hingucker. Hier auf Kreta steht sie an jeder Ecke, als wäre sie die heimliche Miss Griechenland. Aber was kaum jemand weiß, der komplette Oleander ist giftig, von der Wurzel bis zur Blüte. Ein einziger Bissen kann bei Tieren und Menschen richtig gefährlich werden. Trotzdem wird er im Süden geliebt, weil er Hitze, Trockenheit und Touristen überlebt und dabei aussieht wie Wellness in Pflanzengestalt. Fazit: der Oleander ist wie ein Hollywood-Star mit dunklem Geheimnis, wunderschön, aber bitte nur mit Abstand genießen. Hier kommt ein echter Verwandlungskünstler, das Wandelröschen oder wie ich es nenne, die Chamäleonpflanze im Garten. Sie sieht aus wie ein bunter Blumentraum und wechselt sogar die Farben. Erst gelb,
Dann orange, manchmal rosa, rot oder gleich alles auf einmal. Aber Vorsicht, so harmlos wie sie tut, ist sie nicht. Lantana camara gehört zu den giftigsten Zierpflanzen, vor allem für Kinder und Tiere. Und trotzdem pflanzt man sie in Parks, als wäre es ein Streichelzoo. Ihre Blätter riechen beim Zerreiben streng, aber ihr Saft kann Hautreizungen auslösen. Trotzdem ist sie bei Insekten beliebt, vor allem bei Schmetterlingen. Fazit, schön fürs Auge, aber nichts für den Salat. Also Finger weg, aber Kamera raus. Und hier kommt die vielleicht eleganteste Pflanze des Sommers, die Prachtkerze. Ihre zarten Blüten wippen im Wind wie Elfen auf einem Sommerfestival. Und das Beste, sie sieht so zerbrechlich aus, ist aber ein echter Gartensurvivor. Hitze, Trockenheit, miese Böden, kein Problem. Gaura wächst einfach weiter. Und weil sie so filigran wippt, wird sie oft übersehen. Dabei hält sie monatelang durch, ohne viel zu wollen. Insekten lieben sie, Schnecken ignorieren sie und wer sie einmal hat, will mehr davon. Fazit, eine Pflanze wie ein Gedicht, luftig leicht und völlig unterschätzt. Na, wer kennt sie nicht? Die knallrote Geranie. Bei vielen als Oma-Blume verschrien, bei mir ganz klar in der Kategorie unterschätzte Überlebenskünstlerin. Diese Lady hier steht auf Kreta in voller Sonne, ganz ohne Gnade. Und was macht sie? Blüht, als wäre nichts gewesen. Was kaum einer weiß, sie kommt ursprünglich aus Südafrika. Also kein Wunder, dass sie Hitze, Trockenheit und sogar schlechte Böden einfach weglächelt. Und ihre Blätter duften manche sogar zitronig oder nach Moschus, je nach Sorte. Fazit, die Geranie ist nicht altmodisch, sie ist traditionsreich, robust und ein bisschen rebellisch. Also wer sie pflanzt, kriegt Blüten satt. Und eine Portion mediterranes Lebensgefühl gratis dazu. Achtung, Freunde, und hier kommt eine Pflanze mit echtem Dramafaktor. Der Christusdorn, auch bekannt als Euphorbia milii. Seine Dornen brutal, sein Milchsaft giftig. Und trotzdem blüht er, als wäre er die Hauptattraktion auf dem Gartenlaufsteg. Die Legende sagt, aus seinen Zweigen wurde die Dornenkrone von Jesus geflochten. Daher der Name. Doch ganz irdisch betrachtet, diese Euphorie stammt aus Madagaskar. Liebt Sonne, Trockenheit und ignoriert Regen wie ein Kaktus in einem Fitnessstudio. Und die Blüten sind eigentlich Hochblätter. Aber das verraten wir den Instagram-Followern besser nicht. Fazit, eine Pflanze mit Geschichte, Gift und Grambezza. Nicht zum Kuscheln, aber perfekt zum Staunen. Leute, und hier kommt eine Pflanze, die aussieht wie Lavendel auf Koffein.
die Ruellia simplex, auch bekannt als mexikanische Petunie. Jeden Tag neue Blüten, aber immer nur für einen Tag. Klingt romantisch, ist aber Strategie, denn am nächsten Tag kommt einfach die nächste und das wochenlang. Sie ist anspruchslos, sonnenhungrig und wächst wie wild. In manchen Regionen wird sie sogar als invasiv eingestuft, weil sie sich denkt, Platz da, jetzt komme ich. Ihre violetten Blüten ziehen Bienen und Schmetterlinge an wie ein Lavendelbuffet. Fazit: eine Pflanze, die zwar Petunie heißt, aber eher wie ein botanischer Punk auf Dauerblüte lebt. Also Leute, was aussieht wie ein Gänseblümchen auf Steroiden, ist in Wahrheit ein echter Sonnenanbeter aus Afrika. Das Kappkörbchen oder ganz botanisch Osteospermum. Diese Pflanze macht nur dann gute Laune, wenn die Sonne scheint. Denn bei schlechtem Wetter klappt sie einfach die Blüten zu. Und Feierabend. Dafür hält sie Hitze, Trockenheit und knallige Sonne locker aus. Ein echtes Sommerkind. Und die Farben von weiß über rosa und manchmal sogar bis lila. Und das Beste, sie sieht aus wie ein liebes Gänseblümchen, hat aber ordentlich Power unter der Haube. Fazit: Kappkörbchen, das Festivalgesicht unter den Blüten. Wenn die Sonne lacht, geht's hier richtig ab. Also, wenn eine Blume aussieht wie der Sommer höchstpersönlich, dann ist es dieser gelbe Hibiskus. Und weil einfach zu einfach wäre, trägt diese Sorte gleich doppelt auf. Gefüllte Blüten, volle Show, nur Bescheidenheit. Seine Vorfahren stammen aus Asien. Seine Fanbase reicht bis nach Hawaii. Und hier auf Kreta macht er Urlaub wie ein Filmstar auf Rückzug. Aber aufgepasst, so zart er auch wirkt, so dieser Busch hält Sonne, Hitze und schlechtes Gießen besser aus als so mancher Hotelgast. Fazit: der gelbe Hibiskus ist wie ein tropischer Cocktail mit Blüte. An den kann man gar nicht wegsehen. Was aussieht wie ein perfekter Schattenspender auf Kreta, ist in Wahrheit ein biblischer Promi, der Feigenbaum, Ficus carica. Seine Blätter, die kennt jeder, spätestens seit Adam und Eva sie als Notunterwäsche getragen haben. Aber die Feige kann mehr als Schamgefühl erzeugen. Ihre Früchte, süß, klebrig, voller Nährstoffe, galten in der Antike als Kraftnahrung und Aphrodisiakum. Und was kaum einer weiß, die Feige ist keine Frucht, sondern ein Blütenstand. Eine umgedrehte Blüte mit eingebauter Bestäubungsmystik. Ja, Fazit: der Feigenbaum ist der Philosoph unter den Bäumen. Tiefgründig, voller Geheimnisse und sehr, sehr lecker. Willkommen in der Liga der mediterranen Superstars. Bougainvillea, auch bekannt unter Drillingsblume. Oder wie ich sie nenne, Fassade Deluxe. Was aussieht wie ein Farbschwall aus einem Malkasten, sind gar nicht mal die Blüten. Nein, das sind Hochblätter. Die echten Blüten sind winzig, weiß und ziemlich unscheinbar. Dafür sind die Farben umso wilder. Mal pink, violett, orange, weiß
Und hier rot, als hätte Greta sich selbst ein Sommerkleid genäht. Aber Achtung, die Lady hat Dornen, und zwar richtig gemeine. Sie wächst schnell, blüht monatelang, macht selbst eine Bruchsteinmauer zum Instagram-Spot. Fazit: Bougainvillea ist wie Blütenkonfetti mit eingebauter Sicherheitsdienst. Was hier aussieht wie eine tropische Flamme mit Sonnenbrand, ist ja kein Hibiskus, kein Papageienkostüm, sondern die Kanna, auch Blumenrohr genannt. Und ja, sie kann was. Nicht nur schön anzusehen, ihre Wurzeln wurden früher gekocht wie Kartoffeln. Und das Beste, sie kommt mit Sonne klar, wie ich mit einem Trapez auf Kreta. Einmal pflanzen und du hast den Dschungel direkt vorm Beet. Na, wer braucht da noch Balkonpflanzen von der Stange? So, meine lieben Grüngeister, das war mein kleiner Streifzug durch das tropisch-botanische Wunderland hier im Icarus Beach Resort. Wer hätte gedacht, dass zwischen Sonnenliegen und Frühstücksbuffet so viele Pflanzenstars lauern? Von der Diva bis zum Dornenkavalier. Und ja, ich geb's zu, ich habe mehr Zeit mit Blättern verbracht als am Pool. Aber genau das ist es, was Gartenmenschen wie uns so ausmacht. Wir sehen das Leben im Verborgenen. Die Schönheit am Wegesrand, die Wildheit im Detail, die Magie einer Blüte, die sich einfach so in der Hitze entfaltet. Tja, und falls ihr euch fragt, was mit dem großen griechischen Bergtee-Video passiert, keine Sorge, das kommt noch. Also, habt mit mir ein bisschen Geduld und bleibt dabei. Denn eins ist sicher, ein echter Greenhorn erkennt das Paradies auch ohne Hinweisschild. Wir sehen uns im nächsten Beet oder irgendwo zwischen Bougainvillea und Bleistift. Bis bald, euer Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt.